Jo Freunde, was geht ab? Ich bin jetzt gerade auf Borkum. Wir sind hier vorhin angekommen, so eine Stunde oder so sind wir jetzt ungefähr schon hier. Und genau, ich wollte jetzt noch spazieren gehen, um mein Tagesziel für heute zu schaffen, da ich die letzten 5 Tage das schon komplett erreicht habe. Und ich möchte einfach jetzt jeden Tag mein Ziel erreichen. Seit 5 Tagen habe ich mir das vorgenommen. Und genau deswegen gehe ich jetzt einfach noch ein bisschen spazieren. Und wenn ich das nicht schaffe, dann muss ich halt nach dem Abendessen oder so nochmal eine Runde spazieren gehen. Genau, die nächsten Tage werde ich joggen gehen und Fahrrad fahren so viel, dass ich definitiv jeden Tag auf meine Ziele bekomme. Deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Gestern war ich morgens 20 Minuten joggen und dann habe ich es noch nicht erreicht gehabt und den Rest des Tages war ich nicht nochmal draußen und spazieren oder so. Dann habe ich einfach abends die ganze Zeit so meinen Arm mit meinem Handy so bewegt, bis ich das Ziel dann erreicht habe. Ja, das war Cheaten, aber ich war ja schon draußen eine Weile joggen. Das reicht dann, also das zählt für mich dann auch. Jetzt gehe ich mich mal umschauen. Wir wohnen hier wieder relativ nah am Strand direkt und ich gehe mal schauen, wie es da so ist. Die Sonne ist noch da. Hier ist so ein kleiner Gang durch die Häuser rein. Da sehen mich nicht so viele, deswegen habe ich jetzt kurz gefilmt. So, ich bin jetzt am Strand. Die Sonne blendet ziemlich krass. Es ist echt hell, vor allem dieser Weg, auf dem ich gehe, der blendet auch richtig extrem. Ich gehe jetzt mal, Mann, hier sind überall so viele Leute, das ist mir peinlich zu filmen, zum Wasser. So, ich bin jetzt runter zum Strand gegangen. Ich gehe jetzt hier wahrscheinlich einfach am Strand zurück. Dann ist die Zeit bis zum Abendessen auch schon fast wieder um. Deswegen, genau, es ist eigentlich ganz schön hier, aber sehr sonnig. Und viele Menschen. Wir sind halt in der Hochsaison jetzt hier. Und ich habe meine Sonnenbrille nicht dabei. Also schon, aber in der Wohnung gelassen. Ich habe heute Morgen die noch eingepackt. Und im ersten Moment so gedacht, brauche ich die? So, ja, Hilfe. Ja, wir sind ja am Strand und in der Sonne. Jetzt bin ich froh, dass ich sie dabei habe. So, ich war jetzt gerade noch mal kurz zu Hause. Wir haben Abend gegessen. Ich habe mir noch hier meinen Pulli und eine Sonnenbrille geholt, weil ich jetzt noch mal weitergehe, weil ich gerade mal 2/3 von meinem Tagesziel geschafft habe. Und genau, falls es zu kalt wird und die Sonne scheint halt noch, dann habe ich noch einen Schutz. Eine Sache, die jetzt sehr gut ist, es ist 8 Uhr abends, also 20 Uhr. Und es sind jetzt kaum noch Leute unterwegs, weil die jetzt alle Abend essen. Also so ein paar. Aber im Verhältnis zu vorhin, und das ist eine Dreiviertelstunde her oder so, wenn überhaupt, ist es jetzt schon richtig leer. Und die Sonne ist noch mal tiefer, das heißt, die ist noch mal schöner jetzt. Und naja, blendet trotzdem noch. Ich habe jetzt ein bisschen meine Ruhe. Kann jetzt hier sogar in der Straße filmen. Also mit Sonnenbrille ist es auf jeden Fall deutlich besser hier. Ich bin wieder auf dem gleichen Weg wie vorhin. Schritte sammeln. Irgendwie nervt mich das eigentlich. Soll das nicht so ein gezwungenes Ding sein. Aber wir sind halt heute hier hingefahren und den ersten halben Tag haben wir noch Sachen gepackt und waren zu Hause. Ich hätte heute Morgen joggen gehen können, dann hätte ich meine Schritte definitiv jetzt voll gehabt. War ich nicht. Und ich habe mich nicht mal gestretcht, obwohl ich das wollte. Und dann sind wir Auto hier hingefahren und da sitzen wir halt die ganze Zeit und dann sind wir mit dem Fahrrad von der Fähre hier hingefahren. Da sind wir ein bisschen halt, habe ich mich ein bisschen bewegt und das zählt ja auch als Schritte, aber halt nicht genug. Deswegen muss ich jetzt noch gehen. So, die Sonne ist jetzt fast untergegangen. Da hinten leuchtet die noch richtig schön. Ich habe viele Fotos gemacht.
ich weiß nicht, sobald ich im Urlaub bin, aber manchmal auch zu Hause filmen und fotografiere ich so viel. Ich habe in dem Urlaub, wo ich war, 2000 Fotos gemacht. Also im Juli war ich ja fast die ganze Zeit unterwegs und im Juli insgesamt habe ich 2000 Fotos gemacht. Das ist gestört, glaube ich. Und mein Speicher war auch dann extrem voll. Aber ich habe sehr viel aussortiert und bin auch eigentlich immer noch nicht fertig. Also wir waren einen Tag ja in Venedig, da habe ich viel zu viele Fotos gemacht. Auch welche, die teilweise überhaupt nicht schön sind. Die musste ich eigentlich echt noch durchsortieren. Leute, ich habe mein Tagesziel erreicht. Ich habe noch 7% Akku. Ich bin jetzt hier irgendwo in die Dünen reingegangen, wo auch ein Weg ist, weil man darf ja nicht in die Dünen normal reingehen. Und das ist auch gut so, wenn man das nicht tut. Sehr wichtig. Ist jetzt auch nicht mehr weit für mich zu laufen. Dann gehe ich ins Bett und morgen früh gehe ich joggen. In der Hoffnung, dass wenig los ist. Mein Bruder nicht aufwacht, weil ich schlafe mit dem in einem Zimmer. Und wenn der aufwacht um 6 Uhr, dann ist es schwierig. Vielleicht sogar Ebbe ist, dann kann ich auch am Strand ein bisschen laufen. Das wäre natürlich auch schön. Gestern musste ich noch dafür kämpfen, dass ich mein Tagesziel einmal erreiche. Heute kann ich ganz entspannt noch eine kleine Runde gehen und dann habe ich mein Tagesziel gleich zweimal geschafft. Genau. Diese Awards, sie machen ein bisschen krank teilweise. Also nicht krank, aber so, die stressen total. Aber es motiviert auch. Hallo, hier ist Mathilde aus dem Schnitt. Es geht um die Awards bei der Fitness-App von Apple. Also die hat so Ringe und da gibt es dann immer so sein Tagesziel, was man sich selbst einstellen kann. Meins ist übrigens bei 300 Kalorien. Vielleicht interessiert das ja jemanden. Und da kann man halt dann so Awards gewinnen, wenn man sein Tagesziel einmal schafft. Wenn man 600 Kalorien am Tag verbrennt, also das Tagesziel verdoppelt, dann gibt es auch irgendwelche Awards und so geht das immer weiter. Um die geht es gerade. Und das ist gut, aber auch schlecht, weil wenn man sich zu viel davon so drillen lässt, dann kann es auch irgendwie mal auf den Kopf gehen und dann ein bisschen Knacks veranstalten dort. Ja, ich mache keinen krankhaften Sport oder was weiß ich was, deswegen bin ich da nicht besorgt. Einfach schauen, dass man sich davon nicht beeinflussen lässt und wenn man mal einen Tag nicht kann und nicht sein Ziel erreicht, dann ist das auch okay. Aber da es mir gut geht, also sagen wir es so, wenn man krank ist und sein Ziel nicht erreicht, weil man körperlich komplett schlapp ist und so, dann ist es super okay und so. Aber solange man gesund ist und es einem gut geht und man theoretisch in der Lage ist, aber man einfach zu faul ist, weil man keine Disziplin hat, dann ist es doof. Weil dann ärgert man sich auch am Ende und es macht nichts schlechter, also wenn man joggen geht. Man hat danach einfach eine gute Laune. Wenn man sich dann noch eine Minute kalt abduscht, also erst ein bisschen warm abduschen, Schweiß abwaschen und dann nochmal richtig kalt eine Minute. Danach fühlt man sich wie ein neugeborenes Baby gefühlt. Und es ist einfach so gut. Deswegen, wenn es einem gut geht, körperlich und geistig, jederzeit würde ich euch empfehlen, macht diesen Sport. Das ist gut für euch.
Heute Morgen war ich mit meinem Bruder erstmal beim Sport machen auf so einem Fitnesspark. Also wir haben einen Spielplatz in unseren Fitnesspark umgeändert, weil es gibt keine solche Fitnessparks hier. Ich habe mal geguckt, ob es irgendwas in der Art gibt, aber ich habe nichts gefunden. Dann waren wir auf dem Spielplatz, haben da ein bisschen Sport gemacht. Dann sind wir in den Kletterpark gegangen. Jetzt habe ich vorhin mich noch gestretcht und jetzt gehe ich am Strand nochmal spazieren. Tagesziel erreichen, weil beim Klettern zählt dann nicht so wirklich viel Schritte. Ich hatte sogar mein Handy die ganze Zeit dabei, aber irgendwie ist da nicht so viel bei rumgekommen. Und ich war heute Morgen nicht joggen, auch wenn ich eigentlich mit meinem Bruder joggen gehen wollte. Er fährt dann Fahrrad und ich gehe joggen, aber machen wir dann wahrscheinlich morgen. Mein Kopf schwitzt, mein ganzer Körper schwitzt, aber es war schön mit Joggen. Heute bin ich mit meinem Bruder gefahren. Ich habe übelsten Rückenmuskelkater von diesem Training gestern, auch wenn das gar nicht so ein richtig, also es war schon, wir haben Sportübungen gemacht, aber es war jetzt kein richtiges Training. Also wir haben nicht uns einen Plan gemacht und dann das und das trainiert, außer bei einer Übung, da habe ich schon so 3 Sets, 8 Wiederholungen gemacht. Und ja, Rücken ist spürbar. Wie fandst du das Joggen? Gut. Hat dir Spaß gemacht? Ja, aber die Stunde dann. Ja, Fahrradfahren. War schön. Ja. Gehen wir gleich, ich weiß nicht, ob wir noch Brot haben, aber gehen wir sonst gleich Brötchen holen? Ja. Okay. Erstmal duschen. Jetzt am Strand gerade noch. Wir gucken da ein bisschen in die Sonne, die nicht zu sehen ist. Wir waren gerade Abendessen. War das lecker? Ja. Ja, genau. Wir haben ein bisschen Pommes und Backfisch gegessen. Genau, und gleich gehen wir nach Hause. Wir haben hier gerade ein paar Fotos gemacht. Er hat Fotos von mir gemacht. Ich bin gespannt, wie die geworden sind. Ja, das ist übrigens mein Bruder. Willst du sagen, wie du heißt? Janne. Ich zeige euch noch kurz die Sonne. Das gucken wir gerade. Da sind so ein paar Vögel. Und ein paar Menschen und Hunde. Ich will nicht heute. Ich bin vor einer Minute losgelaufen. So, ich war heute allein unterwegs. Ich hatte vorhin überhaupt keinen Bock loszulaufen. Es war wirklich eine Überwindung. Und es war auch schon relativ spät im Verhältnis zu sonst. Das heißt, die Sonne ist noch mal höher. Es wird noch mal wärmer und anstrengender. Aber ich habe es jetzt geschafft. Ich gehe jetzt den Weg zurück. Bin sehr zufrieden. Habe auch wieder einen Sprint eingelegt am Ende. Den habe ich letztens einmal vergessen. Und da habe ich auch echt gemerkt, dass ich gar nicht so kaputt bin. Wie wenn ich einfach noch mal, selbst wenn es nur so 20 Sekunden sind oder wenn überhaupt, merkt man krass. Oh, mein Arm. Ja, ich gehe jetzt nach Hause, duschen. Haare waschen und dann mal in den Tag starten, ne? Die Sonne ist richtig crazy. Also Leute, ich sag euch, auch wenn ihr gar keinen Bock habt, versucht euch, zwingt euch dazu. Kommt raus aus dem Bett, zieht euch an und dann ist albern wieder umzudrehen. Wenn man einmal aufgestanden ist, sich wieder hinzulegen, ganz schwierig. Also steht auf, macht euch fertig und rennt los, dann passt das. Stretch euch ein bisschen davor, also so Bewegungsstretches, lauft kurz ein bisschen an der Stelle, macht eure Gelenke ein bisschen warm. Lauft erstmal ein paar Minuten, ich laufe auch meistens erstmal so 5 Minuten, bis ich überhaupt an eine Stelle komme, wo ich gerne loslaufe, also jogge. Das ist auch ganz gut. Vielleicht kreist ihr ein bisschen die Arme und dann lauft ihr los. Und dann die letzten 20 Sekunden irgendwie nochmal ins Sprint. Sprinten holt dann auf jeden Fall nochmal die komplette Energie. Wenn ihr das geschafft habt, dann ist das richtig gut. Könnt ihr richtig stolz auf euch sein.
mal ein bisschen, sorry, ich mache meine Brille weg, außerhalb an den Strand gegangen. Hier sind kaum Menschen. Ich glaube, hier ist noch FKK-Strand irgendwie, weil irgendwie hüpfen die hier alle nackt um mich rum. Die hier sind. Ich latsche ein bisschen durch die Gegend. Da hinten waren vorhin so Surfer und Kite-Surfer sind auch Surfer. Schade. Und ich wollte eigentlich gucken, wo die sind und was da passiert, aber jetzt sehe ich die irgendwie nicht mehr.